Hallo liebe Finnland-Freunde und Skandinavien-Fans da draußen mit 76 Tonnen durch finnische Wälder. Ja, gemeint ist natürlich der Scania R650 und der Fahrer Veikko, der auch schon bekannt ist aus der Zeitschrift Truckers, Roadstars, und auch Mercedes hat ihn schon besucht, um ein Video mit ihm aufzunehmen. Ich darf heute mitfahren und wie das ausgeht, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Kurz anfahren, ob er auch wirklich dran ist. Ja, wir starten so gegen 16 Uhr in der Nähe von Lahti und wenn alles gut geht, sind wir um 4 Uhr morgens zurück. Nachtschicht angesagt, Leute. Also, los geht's!
Stelle. Krass.
denke ich mal, oder? Mhm. Sehr dunkel, oder? Wie sowas? Bisschen. Hast jetzt die Ketten rübergeworfen, alles eingehängt? Genau, und jetzt werden sie mit den Weiheres, mit den Seilen hier gespannt. Da sind Sind raus. Drahtseile, okay. Genau. Pneumatisch wird dann da. Aber wollte gerade sagen, pneumatisch. Okay. Ja. Jetzt ist natürlich Also nicht so nicht viel Druck hydraulisch, darauf. sondern mit Luft. Mit Luft. Ja. Okay. Ja, dann werden die straff gezogen und dann Anhänger dran und für so einen Motorwagen noch hoher. Okay. Ja. Hier ist dann der Knopf. Man kann ich jetzt schon, der wird, aber da ist nicht genug Druck drauf. Hier, mit dem hier, dann spannt er die. Die sind jetzt noch locker. Du brauchst die Wenn die die Druckluft dran Luftdruck ist, vom genau, Motorwagen, ne? dann geht das. Ja. Okay, klar. Das ist wahrscheinlich zu wenig Druck jetzt. So ist V8-Logo. Ne, das ist ja auch. wenn wir hier so gemütlich zusammensitzen, ne? Das ist ein Scania V8. Ja, richtig. Kannst du noch technisch was dazu erzählen? So ein bisschen Was Ja. willst du denn wissen? ja, Motorleistung, Motorleistung 650 PS, ja. ein guter LKW, viele Knöpfe. Und gibt's irgendwelche bestimmten Probleme immer? So Kinderkrankheiten? No, Hat's bis jetzt nicht, habe ne? ich gar nichts gehabt hier. Gar nichts. Außer halt Inspektion war jetzt und sonst war gar nichts. Überhaupt keine elektronischen Probleme gewesen, nichts. Herrlich, ne? Ja, bis jetzt ist es eigentlich, ja, und im Wald einfach ideal, das Auto. Das Ja. ist, ich habe schon so viele Autos gefahren, getestet, gefahren. Automatik hat der und die Automatikschaltung, dann hat er einen Krauler zweimal untersetzt und ist einfach perfekt für den Wald, das Ja. Auto. Mehr brauchst du nicht, ne? Nee. Und ja, Schneeketten machst du ab und zu drauf, da hast du schon so. Ja, hin und wieder mal Schneeketten. da Da hast muss aber schon eine Steigung drin sein, irgendwo eine stärkere oder muss echt extrem viel Schnee liegen, dass sich das dann zusammenfährt. ja. Dann muss er mal schon 2 Ketten draufpacken. 2 Ketten sollte man eigentlich immer drauf machen. Wir haben das auch schon mal gemacht, nur eine Kette drauf, aber der Scania ist, glaube ich, da ziemlich anfällig, dass dann der Perra kaputt geht. Was ist das auf Deutsch? Und so was wir jetzt gemacht haben hier, du hast jetzt den Motorwagen beladen und musstest den Anhänger woanders parken, weil es unmöglich war, da durchzukommen. Da ne? kommst du mit dem Anhänger nicht rein, weil das einfach die Einfahrt zu eng ist. Und ja, dann haben die jetzt hier ein Feld freigeschoben, wo wir den Anhänger draufdrücken konnten. Ja. Vorher hatten wir den auf dem Parkplatz stehen. Ja, und jetzt hier ist kürzer die Strecke. Jetzt sind nur 1,5 Kilometer bis hierhin. Mhm. Und zu dem Parkplatz waren es fast 8 Kilometer, eine Strecke. Ja. Und deswegen ist das günstiger jetzt hier umzuladen. Ja, und dann Ketten sind ja jetzt schon gespannt und jetzt haben wir einen Motorwagen noch. Da müssen wir noch ein bisschen zuladen an unserem Warasto, unserem Lager. Ja, und dann holen wir den Anhänger hier ab und dann geht's ab nach Kistakoski. Ja. Mensch, das ist ja, finde ich, ein richtiger Aufwand für so eine Tour. Ne, Das geht, ja, ist normal. bis man so einen ganzen Zug. Ja, normal geht es schneller, wenn du nicht umladen musst. Ja, genau, aber das ist kommt jetzt- eigentlich recht selten vor, dass wir umladen. Normal nehmen wir immer einen Anhänger mit. Ja. Halt. Aber auch so eine Stellen gibt's und auch da muss das Holz weg, ne? Ja, okay. Gibt es irgendwelche Vorlieben, bestimmtes Holz oder bestimmte Plätze? Die Parros. Parros, das ist das beste Holz zum Laden. Ja, Super schnell, alles gleich im Maße. ja, 3 Meter Holz ist auch eigentlich gut, nur da muss man halt 5 Pakete packen, also 3 auf dem Anhänger und 2 auf dem Motorwagen. ja. Ja, Tukki, die sind schon ein bisschen schwieriger, manchmal weil die unheimlich lang sind. Die haben, glaube ich, eine Länge bis zu 7,40 Meter teilweise, unterschiedliche Längen. Dann ist es immer ein bisschen schwierig, weil du die auf der Maschine nicht drauf kriegst. Ja. Du musst ja irgendwie die Zange auch wieder reinkriegen vorne und ein bisschen Platz lassen. Ja, aber die Paros, die sind die, ich liebe die. Also das sind diese Mini-Tukki, was ist das hier so? Pikkutukki sagt man in Finnland, so kleines Sägeholz oder dünnes Sägeholz, was in Kistakoski dann halt eben verarbeitet wird zu Balken und Bretter. Und bist gern nachts unterwegs, ne? Ja, gerne, ja.
ist schön, aber Tagschicht ist schon besser in dem Sinne, obwohl wir da auch schon um 4 Uhr dann anfangen. Also das ist auch schon Alles eigentlich prima. mitten in der Nacht. Guck mal, jetzt schneit das so. Wann bist du ausgewandert? 2009 oder was? 2009 bin ich hier. Oh, so lange. Jetzt haben wir 20. 11,5 Jahre hier. Ja, Das letzte Mal in Deutschland gewesen, glaube ich, nur im LKW. ja. Das war auch 2009 irgendwann oder 2010 am Anfang. Danach gar nicht mehr. Also seitdem bin ich hier in Finnland. Da musst du erstmal drauf kommen, ne? Nach Finnland auszuwandern ist ja schon eine geile Idee. Aber hier so einen Holztracker zu fahren und du musstest ja überhaupt erstmal alles neu lernen, ne? Ja, im Prinzip schon. Ich bin ins kalte Wasser geworfen worden. Ja. Ich hatte damals erstmal Spanien-Verkehr gefahren, also Spanien, Finnland bis Malaga runter. Ja. Ein Jahr lang und dann habe ich mit dem Energieholz-LKW angefangen, 26 Meter lang, wenn die Kiste hinten rausgefahren war und damit im Wald und dann ein Fuller-Getriebe mit unsynchronisiertem Getriebe. Ja, finnischer Computer zum Transporte verschicken, also du musst ja alles selber machen im Prinzip. Du hast ja kein Disponent in dem Sinne. Nee. Und das war schon ziemlich anstrengend am Anfang. Aber geil und jetzt glücklich, ne? Ja, eine Menge gelernt, auf Ja. jeden Fall, definitiv. Also ich war ein I-Männchen, als ich gekommen bin, obwohl ich in Deutschland eigentlich ein guter Fahrer war. Also Ja. nur für Was heißt das eigentlich, I-Männchen? Ja, was heißt das? Ja, dass man einfach diese ganzen Wetterverhältnisse, hier gibt es das nicht, dass man, auch wenn es glatt ist, man fährt einfach 80, 90 Ja. durchgehend. Hier ist nicht dieser Verkehrsstock, es schneit oder so. Das gibt es hier gar nicht, weil hier, wenn du jeden Morgen dich aufregen wolltest, dass es hier schneit, du kennst das ja selber, du wohnst ja jetzt auch seit 2 Jahren hier und Ja. dann hättest du echt Probleme. Oder? Verkehr muss rollen, sagst du immer, ne? Depressionen. Ja. Ja, also die Wetterverhältnisse überhaupt muss man ja immer auch beachten, ne? Und ja, das gehört aber einfach zum Leben dazu. Man gewöhnt das sich einfach dran. schlimmste Wetter ist ja eigentlich hier, wenn du so Eisregen oder sowas hast. Oder wenn es dann halt anfängt, das hier ist jetzt nicht glatt, nirgendwo. Nee. Ist egal eigentlich, wo du hinkommst, ist nicht großartig glatt. Nee. Alles ist gut und wenn du dann, nasser Schnee ist natürlich auch wieder eine andere Marke. Aber das Schlimmste ist Eisregen hier in Finnland. Oder wenn es längere Tage regnet, die ganzen kleinen Straßen, Nebenstraßen, die halt eben festgefahrenen Schnee, die vereisen komplett. Ne? Und dann kannst du entweder, manche sind auch dann mit Sand gestreut, aber wenn nicht, dann muss die Kette drauf machen, weil da muss er mit der Kette, die zerhackt das Eis dann, das ist, als wenn das abgestreut wäre. Dann wird's ist nicht mehr glatt Ja. in dem Moment. Nur wenn es dann regnet noch die ganze Zeit, dann ist natürlich, hält nicht lange an. Ne? Aber Kennt- dann wird es schon schwierig. So Kennt man aus Deutschland jetzt auch gar nicht, ne? Ja, mit der die Roterzeit. Wenn der Frost aus dem Boden geht, dann ist es ein bisschen unangenehm. Dann wird der Boden auch weicher noch. Da müssen auch die Winterplätze alle gefahren sein. Ja, Genau, also Winterplätze sind solche Plätze, die eben im Sommer schlecht befahrbar Im sind. Sommer schlecht befahrbar und halt eben wahrscheinlich die Straße, Moorboden oder halt Felder. Dass du auf Felder fährst, du kannst ja nicht auf dem Feld fahren im Sommer, das geht ja nicht. Es sei denn, es ist eine Wiese, eine trockene Wiese, dann wird es auch noch gehen. Aber meistens sind ja dann die Bauern auch, haben da ihre Getreide drauf und alles, dann kannst du das ja vergessen. Das ist ja genau so, wir stehen ja jetzt hier auch mitten auf dem Feld. Ja. Das ist erstmal ein Anhängerparkplatz jetzt hier. Haben sie extra eingerichtet, damit wir nicht so weit fahren müssen. Was man alles für einen Aufstand hier so machen muss, um so eine große Ladung überhaupt zusammenzukriegen, ne? Ja. Mit Stellplätzen freimachen und so, ne? Ja, wir müssen weiter. Ja. Die Nacht ist lang, also fährst du jetzt von 16 bis 4 Uhr ist so ungefähr die Schicht diesmal, ne? Ja. Ungefähr, circa. Jetzt fängt ein bisschen an zu wackeln hier. Jetzt fahren wir da noch mal rein, Ja. holen den Rest und dann füllen wir dann mit anderen Parrots, die da im Varasto sind, noch auf. Mit einer anderen Das- Holzsorte.
ja, eine andere Holzsorte. Das sind, also da sind 3 verschiedene Sorten dann, Ja. die können aber alle dahin gebracht werden. Die Musste müssen extra natürlich nur, registrieren. Ne? ja, getrennt gewogen werden und auch getrennt ja, geschickt werden per Computer dahin. Ja. Den Transport, wenn du den fertig machst, dann musst du die Gewichte haben. Deswegen habe ich auch das gewogen. Jetzt haben wir 33 Tonnen, 34 Tonnen auf dem Anhänger. Ja. Ja, und jetzt haben wir noch ja, so bis 50 Tonnen, 16, 17 Tonnen, 51 Tonnen geht. Die laden wir jetzt noch zu, 16, 17 Tonnen und dann fahren wir los. Nach Kieszankowski. Ja, ein bisschen abschneiden ist es dann. Die Zusatzscheinwerfer brauchst du im Wald, ne? Die Unbedingt. brauchst du auch überall eigentlich, das Ja. ist ganz gut, auch wenn du auf der Straße nachts gerade fährst. Ja, und im Wald ist es eigentlich das Beste. So. Beim ersten Versuch, du. Komm mal. Na, kurz anfahren, ob er auch wirklich dran ist. Ja, aber. Oh Mann, unser Klötzchen. Müssen wir ja Schnee wegmachen. Das ist ja Wahnsinn hier. Nüt. Ja. Ist auch nicht richtig jetzt. So. Druckleitung, ne? Ja. Und Kabel zum Schluss. So, jetzt hänge ich fest. So, jetzt hat der Anhänger ja auch Luft mehr, ne? Jetzt kriegt er halt Luft, ja. Jetzt musst du Jetzt spannen gleich die Ketten auf. die Ketten festspannen, okay. Jetzt aber los hier. Der ganze Zug komplett. Jetzt fahren wir los. Jetzt fahren wir los. Alles klar.
der bleibt bei den Temperaturen natürlich hinten dran liegen. Ja. Du kannst auch das Nummernschild gar nicht frei machen, ne? Weil ist ja in 5 Minuten wieder voll. Ja, also ich mache schon, wenn ich mal anhalte irgendwo, dann mache ich das Nummernschild frei. Aber ja, die Lampen, die sind auch irgendwann zu. Ja. Da hängt ja so viel dran. Aber die Lampen sieht man auf jeden Fall noch gut. Riecht auch schön nach Holz. Herrlich. Ist noch gar nicht so viel. Guck. Schon ein bisschen. Ja, geil. Da müssen wir aufpassen. Ja. Muss immer von links nach rechts, sonst verknotet sie sich, wenn du die runterziehst. Bitte? Da fummelst du ewig, wenn die sich verhakt. Ja, dann kannst du runter vom Kran und dann kriegst du sie nicht rübergezogen. So eine Schlaufe wie die jetzt hier, die darfst du nicht machen. Nee. Das geht nicht. Da muss ich wieder abmachen, dann ziehe ich einmal und dann immer gleiche Abstände. Es ist ja schon enorm, was sich hier ansammelt, ne? Da kommt man da im Rahmen rein. Das auch. Da hast du so 1,5, 2 Tonnen. Kommt immer drauf an. Also du meinst, da kommen wirklich fast 2 Tonnen Schnee 1,5, 2 Tonnen, ja. zusammen, ne? Ich denke Na mal, klar, dass auf der ein so- Gesamtgewicht von 76 Tonnen Ja. ist ja noch ein bisschen. Ja, paar der Prozent. wird jetzt wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr dadurch liegen, aber Ja. da kannst du ja auch nichts dran ändern. Boah. Der glatt hier oben auf. Boah. Und vor allem, wie schnell der das macht, ne?
Ja, Wahnsinn, ne? Ja, wir haben jetzt minus 10 Grad hier. Der Veco lädt gerade seine Tour ab und ich habe gerade gehört, in der Nähe hier ist noch eine neue Stelle, wo wir etwas aufladen und zu einem anderen Sägewerk bringen. Das ist wohl eine andere Holzsorte, mit der die hier nichts anfangen können. Also jedes Sägewerk hat sich auf irgendwas spezialisiert und braucht auch nur bestimmte Holzsorten. Und so kommt es eben, dass man auf dem Rückweg Holz in eine andere Richtung fahren kann und so keine oder kaum Leerfahrten entstehen. Ja, super Trick, ne? So, jetzt ist er gleich fertig. Dann geht es auch schon wieder weiter, ne? Ich meine, ich habe den Veco jetzt, ich begleite ihn jetzt die ganze Schicht. Wir sind um 16 Uhr losgefahren in der Nähe von Lahti und jetzt ist es so kurz vor Mitternacht oder sowas. Minus 13 Grad haben wir und ja, bis jetzt ist alles ganz gut gelaufen und da hoffen wir mal, dass das so bleibt. Die Straße ist unterwegs manchmal schon ganz schön haarig, aber der Veco kennt sich aus, ne? Da braucht man keine Angst haben. Tankstopp angesagt. Da sind schon ein paar Meter Holz hier hinter mir, ne? Ja, ich hoffe, das Video war interessant für euch. Wenn ihr Bock habt, lasst uns ein Like da oder schreibt was in die Kommentare. Wenn ihr mehr von Veco sehen wollt, da verlinke ich euch noch einen Kanal, der jetzt in Entstehung ist, wo es nur um solche Trucker-Videos geht. Und ansonsten alles Gute von mir, bleibt mir gewogen, so wie immer. Bis dann, euer Micha. Ciao, ciao!